Willkommen bei der Tagesschau. Hier sind wieder Shiva und Jonathan, alias die Matrixer. In unserem heutigen Video haben wir uns gedacht, aufgrund der vielen Anfragen zur Lichtfalle von euch, machen wir ein Video zur Matrix und Nicht-Matrix. Das heißt, von der Schöpfung und dem freien Universum über die Erschaffung und dem Aufbau der Matrix. Ja, wir wünschen euch viel Spaß. Oh ja, das wird spannend. So, wie wir schon erwähnt haben, heute geht es um die Schöpfung, das freie Universum und die Matrix, wie sie aufgebaut und erschaffen wurde, von wem. Und da wollen wir von ganz oben nach ganz unten gehen und beginnen dann eben mit der Schöpfungsgeschichte. Ich werde euch erzählen, wie ich das gesehen habe auf meiner interdimensionalen Schule und Jonathan erklärt es euch dann nochmal ein bisschen ausführlicher. Also, wie gesagt, ich bin in der Traumwelt auf einer interdimensionalen Schule und habe gesehen, wie die Schöpfung funktioniert oder wie wir erschaffen wurden. Also im Grunde wurden wir ja gar nicht erschaffen. Ich meine, wir waren ja schon immer. Aber Ja, ich habe das wahre Selbst ist nicht erschaffen. Ist nicht erschaffen. Aber ich erzähle einfach, wie ich es gesehen habe. Und es fühlte sich dann tatsächlich an wie eine Erinnerung. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, dachte ich, wow, gestern ist die Schöpfung passiert. War schon sehr crazy. Okay, also wir nennen es mal Gott, Urquelle am besten. Eigentlich befinden wir uns hier in einem weiblichen Universum, aber das erzählt euch Jonathan nachher auch noch genauer. Und diese weibliche Urquelle hat uns nicht erschaffen, die Seelen, das wahre Selbst, sondern wir sind daraus hervorgegangen. Die Urquelle hat sich sozusagen in sich selbst aufgeteilt in Millionen oder wie viele auch immer Selbste, in leuchtende kleine Selbste, die eben von der Urquelle herausgeströmt sind und sich verteilt haben und ihre eigene Schöpfung und Erfahrungen begonnen haben, weil die Urquelle wollte alles erfahren, sich in allem erfahren und deswegen hat sie uns auch den freien Willen gegeben, zumindest in diesem Universum haben wir den freien Willen und genau, ja, Jonathan, magst du noch mal genauer erzählen? Das war meine Erfahrung und jetzt die Erklärung von ihm, weil er das immer viel besser und genauer kann. Also als die wahre Quelle von allem, also von allem, was es eigentlich geben kann und geben wird und gibt, ist eben der Urschöpfer oder eben die Urquelle. Und aus dieser Urquelle sind wir eben, die wahren Selbste, alle entstanden. Ja. Und die Urquelle hat sich also selbst gespalten, könnte man sagen, in männlich und weiblich. Genau. Und das Männliche und das Weibliche hat dann für sich selbst mehrere oder viele Universen erschaffen. Genau. Und wir befinden uns sozusagen im weiblichen Universum gegenwärtig. Und alles, was ihr also kennt über das Weltall und was noch vieles darüber hinausgeht, die ganzen Multiversen, die es da gibt und so, ist alles in dem weiblichen Universum enthalten, was wir auch das freie Universum nennen. Und das freie Universum ist also auch da, wo die absolute Freiheit auf uns wartet. Und innerhalb des freien Universums haben sich eben mehrere Parteien gebildet, könnte man sagen. Gruppen an Seelen, die eben zusammen agieren. Und natürlich gibt es auch Abspaltungen an Gruppierungen von Seelen, die eben ihr eigenes Ding durchziehen. Und eins dieser Gruppierungen haben natürlich das Konzept der Matrix entworfen. Und Tausende von Planeten sozusagen mit Lichtfallen ausgerüstet, um dann die Seelen sozusagen anzulocken oder eben Spielplätze zu bieten, an denen man teilnehmen kann.
Und einer dieser Spielplätze ist eben unsere Matrix, in der wir uns hier befinden. Und diese Matrix, in der wir uns befinden, ist zwar innerhalb des freien Universums ein abgeschlossener Bereich, aber dieser abgeschlossene Bereich hat schon ein bisschen Käfigcharakter. Ja, ja, klar, weil wir sind in einer Matrix mit vielen Dimensionen und das ist abgeschlossen. Das ist eine Kugel. Ja, man könnte sagen, es ist eine Kugel, ja. Eine sehr große Kugel, muss man ja sagen, weil da drin ist die ganze 3D-Welt enthalten und natürlich die ganzen Astralwelten sind alle in dieser Kugel drin. Also die 4. bis 9. Dimension. Aber am besten zeigen wir das euch alles jetzt mal an einer Grafik, die wir erstellt haben. Ja, wir haben extra für euch eine Grafik erstellt, damit ihr einen richtigen guten Überblick erhaltet und natürlich euch das viel besser vorstellen könnt. Genau, und deswegen wechseln wir jetzt auch mal dahin. Ja. Das heißt, wir können uns das jetzt hier angucken. Also hier erkennt ihr ja die Erde, die eben von dieser Matrix sozusagen umgeben ist. Genau, und die Erde selbst ist auch nochmal eine Matrix, ein Gitternetz, welche vom Mond abgestrahlt wird. Und dann erkennt ihr ja die vielen Dimensionen, die 3. bis 9. Dimension oder eben 1. bis 7. Level, je nachdem, wie ihr das kennt. Und um diese Dimension ist eben auch nochmal eine Matrix. Das ist halt die multidimensionale Matrix. Ganz genau, da sieht man also die Erde mit ihrer Erdmatrix und natürlich umgeben von einer größeren Matrix mit den 7 Leveln. Und diese sind alle manipuliert. Ja, also könnte man sagen, ja. Genau, also die wurde erschaffen, sie wurde also kreiert von den Matrix-Schöpfern und werden eben programmiert und manipuliert. Das heißt, alle Wesen und Seelen, die sich da haben reinlocken lassen, haben auch die gleiche Programmierung. Auch die Engel und Lichtwesen, wir haben alle die gleichen Programme laufen. Das heißt, wenn wir nicht wirklich alle in einem höheren und wirklich sehr hohen Bewusstseinszustand sind, können wir diese Fallen nicht auf Anhieb erkennen und laufen eben nach Programmierung und agieren auch eben nach genau dieser Programmierung. Genau wie die Lichtwesen und Engel. Die laufen auch nach der Programmierung und reden und agieren eben auch danach. Ja, also ihr könnt also hier sehen, ja, also für diejenigen, die sich gerade fragen, ob wir armen Würstchen in Anführungsstrichen, sind wir natürlich nicht, uns auf Level 1 befinden. Nun ja, es ist halt so, wir sind auf Level 1. Genau. Ne? Also wir sind sozusagen auf der Grundebene, das ist die 3D-Ebene auf der Erde. Und nachts begeben wir uns natürlich in die 4D, 5D, 6D, also je nachdem, wie weit euer Bewusstsein inzwischen auf der Erde ist, geht ihr auf die verschiedenen Dimensionen und habt da auch eure Abenteuer, auch wenn ihr euch nicht erinnert. Aber ja, da schwirrt ihr dann so rum. Richtig, und natürlich, wenn ihr von diesen Reisen aus den höherdimensionalen Matrixbereichen zurückkommt am Morgen, wenn ihr erwacht, gibt es da eine Maschinerie, sozusagen die Vergessenheitsmaschine, die eben dafür sorgt, dass ihr euch nicht so gut daran erinnern könnt oder gar nicht daran erinnern könnt. Genau. Und die funktioniert auch über Elektroschocks. Ja, diese Elektroschocks bemerkt ihr gar nicht so stark. Wir haben mal jemanden getroffen, der hat die bemerkt wohl, oder mehrere, die haben uns davon berichtet. Die sind dann nachts astral gegangen und wollten von der Erde rausfliegen. Wir haben festgestellt, oh, das geht nicht. Die wollten durchs Gitternetz raus, astral, aber das ging nicht. Und haben dann Elektroschocks bekommen. Das ist auch ganz selbstverständlich, weil das Gitternetz ist ein elektromagnetisches Feld. Und wenn du da reinfliegst, wirst du wieder rausgeschickt. Ja. Also wenn du die Erde verlassen willst, dann geht das sowieso nur über den Mentalkörper. Und astral kannst du dich gar nicht raus. Denn wie wir mal gesehen haben, wir waren mal auf einem Planeten, dort wurde uns gezeigt, dass in die DNA, in die menschliche DNA, ein Matrixcode eingebaut wurde, der uns eben an die Matrix bindet und koppelt. Und der Astralkörper ist an den physischen Körper gekoppelt. Das bedeutet, du kommst eben aus diesem Gitternetz nicht raus, weil hier alles aneinander gekoppelt ist, matrixtechnisch. Ja, da sieht man ja auch hier der Tod, ne? Der zeigt eben, was passiert, wenn ein Mensch stirbt.
der steht dann eben vor der Entscheidung, entweder geht er ins Licht oder er wendet sich von dem Licht ab und sucht nach den Schlupflöchern, die ins freie Universum führen. Genau, denn wie ihr seht, haben wir um die Matrix herum schwarze Punkte eingezeichnet. Das sind die Schlupflöcher ins freie Universum. Diese Punkte oder Schlupflöcher, das sind diese Portale, die ich eben auch mal gesehen habe, die entstehen dadurch, dass immer mehr Menschen von euch erwachen, immer mehr Menschen die Fallen und Manipulationen durchschauen und dann bilden sich eben Risse im Gitternetz, durch die man eben durch das Gitter dann durchschlüpfen kann ins freie Universum. Und dadurch, dass die Vergessenheitsmaschine nicht mehr gescheit gewartet wird, ja, entstehen einfach mehr Löcher, die zwar bewacht werden von Wächtern, aber... Da sieht man ja die kleinen Matrix-Wächter da links, wie sie schon warten, ne? Und gucken, ob da nicht einer denkt, nö, ich gehe nicht ins Licht, ich gucke mir mal die schwarzen Tunnel da an, die es gibt, die ins freie Universum führen. Da versuchen die eben die Seelen zu überzeugen, du hör mal, du bist vielleicht noch nicht weit genug, da kannst du noch nicht durch oder da passiert was ganz Schlimmes, wenn du da reingehst. Ne? Oder all solche Geschichten mögen sie dir dann erzählen, damit du doch wieder ins Licht gehst. Genau, sie manipulieren dich. Zwingen können sie dich nicht, du hast ja einen freien Willen, aber sie können dich wirklich gescheit manipulieren. Vorrangig geht es natürlich gut über Emotionen oder wenn du an irgendjemanden ganz besonders hängst oder ja, wenn deine Verwandten und Familie hier sind oder... Ja, die Matrix-Wächter verwandeln sich auch gern mal dann in deinen Bruder, der vielleicht schon gestorben ist, oder deine Oma oder deine Eltern. Genau. Je nachdem. Es geht eben darum, dir in Anführungsstrichen weiß zu machen, dass du noch nicht weit genug bist und musst wieder zurück. Sie können sich natürlich auch ins Licht. In Jesus verwandeln. Also ja, geht auch. Oder ein Engel oder alles. Eben das, was eben gerade für die auch telepathisch ankommt. Ne? Das heißt, die scannen dich telepathisch und wissen dann, was dir wichtig ist. Wenn die wissen, dass dir Allah wichtig ist, werden sich in Allah verwandeln oder in Mohammed oder sonst wen. Also das freie Universum haben wir auch hier mit diesen Spiralen gekennzeichnet mal, weil es eben halt nicht so einfach ist, das alles grafisch darzustellen. Aber hier diese Spiralen, da zeigt eben an, dass das freie Universum sich also um diese Blase herum befindet. Und die Schlupflöcher führen halt in das freie Universum. Genau, vielleicht kann man ja auch noch dazu erzählen, es gibt sehr viele Matrix-Planeten wie die Erde. Ja. Und darauf aufbauen, wenn du stirbst, wurden eben die Astralwelten kreiert, damit da ein Ort ist, wenn du stirbst, wo du hingehen kannst. Aber diese Orte gehören nicht zum freien Universum, das sind nämlich die 4. bis 9. Dimension. Und jeder Planet bekommt eben so eine Astralwelt, oder Astralwelten besser gesagt, als System um die Erdmatrix herum, wo dann die Seelen nach dem Tod hingehen, um dann wieder recycelt zu werden und also wenn sie ins Licht gegangen sind, um wieder zu inkarnieren auf ihrem jeweiligen Planeten, wo sie eben gerade gestorben sind. Ja, diese Blase, also diese Matrix hier, Astral- und Erdmatrix zusammen, ist also wirklich so eine Art Miniaturversion des freien Universums, könnte man sagen. Genau. Nur halt mit Begrenzungen, das heißt Amnesie. Ja, man erinnert sich also an nichts, man erinnert sich nicht an seine Inkarnation und man erinnert sich nicht an sein wahres Selbst. Und dass man natürlich immer wieder in diesen dreieckigen Recyclingsprozess geschickt wird. Und jetzt kommt noch der gruselige Teil. Und zwar ist das alles, was ihr seht, nur ein Hologramm. Das heißt, die Matrix-Erschaffer haben sich eine Kopie vom wahren Universum gemacht, eine viel, viel kleinere Version. Das heißt, die Sterne und alles, was ihr im Universum seht, ist eigentlich nur ein Abbild, ein Hologramm und ihr lebt nur in dem Hologramm. Es gibt natürlich auch die wahre Erde, aber die könnt ihr nicht wahrnehmen oder sehen, weil wir in dem Hologramm sind. Es ist eine viel, viel kleinere Version einfach vom wahren Universum. Genau wie der Sternenhimmel, ne? Ganz genau. Der ist auch eigentlich
eine Miniaturversion, eine abgespeckte Version sozusagen von dem wahren Sternenhimmel bzw. dem wahren freien Universum. Genau. Also es ist natürlich so, es gibt natürlich auch die Möglichkeit des Aufstiegs noch. Genau. Da kann man natürlich die ganzen Astralebenen durchwandern bis hoch zu 9D. Und dort oben befindet sich sozusagen der Ausgang aus der manipulierten Matrix. Der Aufstieg jedoch ist natürlich sehr langwierig. Aber es ist natürlich eine von vielen Möglichkeiten. Aber wir machen noch ein Video über die verschiedenen Arten, wie man die Matrix verlassen kann. Ja, unbedingt. Das sollten wir noch machen. Ja. Es gibt schon mehrere Möglichkeiten, die Matrix zu verlassen, und ich glaube, das sollte man lieber separat besprechen. Ja. Und die Schlupflöcher sind natürlich jetzt so aufgebaut, wenn man da durchschlüpft, dann befindet man sich auch außerhalb der Vergessenheitsmaschine. Genau, man muss noch dazu sagen, diese Schlupflöcher, das sind Portale. Durch das bin ich auch einmal durchgejagt und wurde dann auf der Hälfte rausgeschmissen. Aber es sind Portale, und wenn du da drin bist, dann ist es wie ein Wurmloch. Du saust durch das Universum. Ja, du wirst rausgeschmissen ins freie Universum, und dort kommen natürlich all deine Erinnerungen zurück. Genau. Das heißt, alle Erinnerungen an deine Leben, die du innerhalb der manipulierten Matrix hattest, und natürlich die Erinnerung an dein wahres Selbst, auch zu den Zeiten, als du schon im freien Universum gelebt hattest oder existiert hast. All diese Erinnerungen kommen wieder. Das dauert eine Weile, geht nicht von heute auf morgen, aber das dauert eine ganze Weile. Es wird dann auch eine Phase der Desorientierung auftauchen im freien Universum, weil da alles ein bisschen anders läuft als hier. Genau, und es ist auch wichtig, dass du alle deine Programme praktisch deaktivierst und Glaubenssätze, meinen wir damit, und Überzeugungen, die du hier auf der Erde hast. Denn wenn du ins freie Universum gehst, mit deiner Überzeugung und Glaubenssystem, dann wird das freie Universum genauso sein, wie du es dir vorstellst. Und wenn du es dir nicht gerade super cool vorstellst, dann wird es auch nicht super cool, weil du bist da absolut der Schöpfer im freien Universum, und du kreierst dir alles exakt ganz genau so, wie du eben deine Glaubenssätze hast. Du bist 100%ig verantwortlich für alles, was du erschaffst. Und ja, deswegen... Ja. Deswegen ist natürlich am Anfang ein bisschen Desorientierung vorhanden, weil man mit der Programmierung, die man in der manipulierten Matrix erhalten hatte, im freien Universum erstmal nicht so gut wegkommt. Das heißt also, ein bisschen Desorientierung ist da schon vorhanden. Darum sollte man sich im freien Universum, wenn man es tatsächlich geschafft hat, durch das Schlupfloch zu kommen, erstmal einen ruhigen Ort suchen, wo man sich erstmal sammeln kann und orientieren kann, bevor man eben wirklich mal auf Erkundung geht, was das freie Universum alles so bietet. Optimal ist natürlich, wenn ihr, solange ihr noch auf der Erde seid, euch von den ganzen Programmen und Glaubenssätzen befreit, immer mehr in euer wahres Selbst kommt, dann habt ihr es nicht ganz so schwer, sobald ihr dann eben durch die Portale ins freie Universum geht. Richtig, wer sein wahres Selbst während des Aufenthaltes in der manipulierten Matrix zurückerlangt hat schon, der kommt natürlich sehr gut und auf Anhieb zurecht im freien Universum. Aber auch die noch nicht so weit sind, müssen sich keine Sorgen machen. Das freie Universum wird einem schon ziemlich schnell zeigen, wie es da läuft. Außerdem erinnert man sich ja dann auch immer mehr an sein wahres Selbst und somit dann auch an die Möglichkeiten und an die Vorgehensweisen, wie man im freien Universum zurechtkommt. Man erinnert sich ja dann auch an die Zeit, als man da schon gelebt hatte. Wir sind ja nicht von Anfang an hier in der manipulierten Matrix gewesen. Wir hatten also ein Leben im freien Universum, sind irgendwann in die manipulierte Matrix gegangen und gehen dann einfach wieder raus. Genau. Und es gibt natürlich da auch Helfer, die einem dann bei der Orientierung etwas helfen, weil auch die Wesen im freien Universum wissen ja um diese Matrix-Geschichte, in der wir uns befinden, sind damit ja auch nicht alle einverstanden, aber sie können ja nichts dagegen tun, weil alles dem freien Willen unterliegt. Ja, das ist natürlich richtig. Da gibt es natürlich auch Helfer, genau wie es Helfer innerhalb der manipulierten Matrix gibt. Nur, dass die Helfer dann eben parteiisch sind.
weil die unterstützen ja die manipulierte Matrix und deren Fortbestand. Das machen sie natürlich nicht immer mit böser Absicht, je nachdem von wo sie kommen, würde ich sagen. Aber sie sind ja auch Matrix programmiert und naja, die werden dann einem schon sagen, geh ins Licht, weil sie es wahrscheinlich auch gar nicht besser wissen, weil sie programmiert werden, das Licht ist gut. Ja, es ist ja auch nicht schlecht. Eben. Ja. Es ist halt nur nicht frei, ja, könnte man sagen. Und darum sollte man schon misstrauisch sein. Wenn jemand Amnesie hat, dann kann irgendwas nicht stimmen. Ja. Und wenn man sich ja unsere Welt einmal anschaut, ist ja alles darauf aufgebaut, hier sich innerhalb der manipulierten Matrix auf der Erde und auch auf den Astralebenen eben immer mehr und mehr innerhalb des Systems zu funktionieren. Und das basiert irgendwie alles so, wenn man das mal beobachtet, auf Rehabilitation. Ja, genau. Ja, also als würde man hier, ich meine, es gibt ja auch hier das Belohnungs- und Bestrafungssystem. Ne? Wenn du Mist gebaut hast, dann kann das durchaus sein, dass du meinst, dann im nächsten Leben das wieder ausbügeln zu müssen und dergleichen. Ne? Da fängt es ja schon an mit dem dualistischen Denksystem, was innerhalb der manipulierten Matrix eben existiert.